Kühe und Kälber haben keine Zeit mehr. Daher erkläre ich euch jetzt die Milchindustrie in 5 Minuten. Wie alle weiblichen Säugetiere geben Kühe nur dann Milch, wenn sie ein Kind bekommen haben. Damit sie also durchgehend Milch geben, werden die Kühe in der Milchindustrie jedes Jahr durch Menschenhand geschwängert. Für diesen Vorgang der sogenannten künstlichen Besamung wird Sperma benötigt. Dafür wird einem Bullen ein Vibrator in den Arsch geschoben, womit er bis zum Samenerguss stimuliert wird. Oder man lässt ihn ein anderes Tier oder einen Bock bespringen. Um den Samen dann aufzufangen, wird eine künstliche Vagina über seinen Penis gestülpt. Der tiefgefrorene Samen wird dann an die Milchindustrie verkauft. Der Spermatruck, genau. Nicht der Eismann, sondern der Spermatruck. Wo ein sogenannter Besamungstechniker dann die Besamung vollstreckt. Oft wird die Kuh dabei aus Sicherheitsgründen fixiert. Sie gerade gefunden und eingesperrt. Zunächst wird der Kot aus dem Enddarm der Kuh entfernt, damit alles hygienisch abläuft. Nun steckt die Besamungstechniker einen Arm ins Rektum der Kuh, damit sie ihren Uterus von oben ertasten kann. Mit der anderen Hand penetriert sie durch ein Stahlrohr ihren Vaginalkanal und spritzt das abmasturbierte Bullensperma hinein. Zack. Wie würden wir das denn nennen, wenn wir unkonsensuell auf diese Art und Weise in den Körper von einer menschlichen Frau eindringen würden? Eine Vergewaltigung. 9 Monate später gebiert die Kuh ihr Kalb, welches ihr normalerweise direkt nach der Geburt entrissen wird. Häufig schreien die Mütter noch tagelang nach ihren Kindern. Aber hey, wen interessiert's? Hauptsache Menschen haben Kuhmuttermilchkäse auf ihrer Pizza. Wenn das Kalb ein Junge ist, dann wird er kurz gemästet und nach ein paar Wochen abgestochen und zu Kalbsfleisch verarbeitet. Denn als Junge wird er später mal keine Milch geben und ist daher für die Milchindustrie wertlos. Ist das Kalb allerdings ein Mädchen, dann wird sie in der Milchindustrie aufgezogen und wird auch zur Milchmaschine werden, wie ihre Mutter. Normalerweise wird sie dann ihr restliches Leben lang 1- bis 2-mal täglich von Milchmaschinen abgepumpt. Die überzüchteten Tiere haben unnatürlich große Euter und ihnen wird eine hohe Milchleistung abverlangt, was zu entzündeten Eutern und Milchdrüsen führen kann. Wie ihr sehen könnt, ist das Leben einer Milchkuh ziemlich anstrengend. Kontinuierliche Schwangerschaften, Stress durch die Kälbertrennungen. Und nicht selten kommt es zu Entzündungen oder Abszessen. Wenn die empfindlichen Muttertiere diesen psychischen und physischen Stress nicht mehr länger ertragen, dann brechen sie vor Erschöpfung zusammen. Kühe, die nicht mehr aufstehen können, werden als Downer-Kühe bezeichnet und sind Alltag in der Milchindustrie. Sie werden mit Traktoren herumgeschleift, in Transporter verfrachtet und mit welchen Mitteln auch immer zum Schlachthof gezwungen. Dort wird ihnen in den Kopf geschossen, ihre Kehle aufgeschlitzt und sie werden dem Ausbluten überlassen. Aber nicht nur die Downer-Kühe erleiden dieses Schicksal am Schlachthof. Sobald die Milchleistung aller Milchkühe nachlässt und sie nicht mehr als rentabel gelten, werden sie entsorgt. Im Durchschnitt werden verbrauchte Milchkühe im Alter von 4 bis 5 Jahren am Schlachthof ermordet. Dabei liegt die natürliche Lebenserwartung von Kühen zwischen 20 und 25 Jahren. Aber was auch immer nach dem jahrelangen Missbrauch von den armen Kühen noch übrig ist, wird zu Fleisch verarbeitet. Weil siehst du, die Fleischindustrie ist die Milchindustrie. Wenn du also vegetarisch lebst, dann denk mal an Folgendes. Als Rind in der Fleischindustrie lebst du ungefähr 1,5 Jahre und wirst dann für dein Fleisch getötet. Wenn du allerdings eine Milchkuh bist, dann wirst du jedes Jahr sexuell missbraucht, deiner Kinder beraubt, mehrmals täglich von Maschinen abgepumpt und erlebst diesen perversen Zyklus 4 bis 5 Jahre lang, bis man dich schlussendlich auch von deinem Leiden erlöst. Klingt schlimmer für mich, das Dasein als Milchkuh. Aber ich brauche doch Milch für mein Kalzium. Ja, der Mensch braucht Kalzium, unter anderem für starke Knochen. Aber Kalzium kommt keineswegs nur in Kuhmuttermilch vor. Alles Kalzium in der Kuhmilch kommt nämlich aus den kalziumhaltigen Pflanzen, die die Tiere gegessen haben, oder wird synthetisch beigefügt. Es gibt also Dutzende kalziumreiche Lebensmittel. Du brauchst also wirklich nicht am Euter von einer Kuh zu nuckeln. Wusstest du übrigens, ein Großteil der Weltbevölkerung ist im Erwachsenenstadium laktoseintolerant bzw. verträgt Kuhmilch nur sehr schlecht. Ist ja auch eigentlich logisch, wenn wir mal drüber nachdenken. Denn wisst ihr, Giraffenmilch ist für Giraffenbabys, Nashornmilch ist für Nashornbabys, Affenmilch ist für Affenbabys, Hundemilch für Hundebabys, Katzenmilch für Katzenbabys und Kuhmilch ist für Menschen? Nein! Kuhmilch ist für Kuhbabys. Fassen wir also zusammen. Kühe werden zu Milliarden von Menschen versklavt und ermordet, damit erwachsene, abgestillte Menschen artfremde Muttermilch trinken können. Und Veganer sind extrem? Nein. Milchproduktion ist verdammt nochmal Missbrauch.
Man kann Lasagne, Pizza, Cheeseburger, Käsekuchen, alles ganz leicht vegan machen. Es gibt pflanzliche Alternativen zu Joghurt, Käse, Sahne und Butter. Für Kaffee und Müsli nehmen wir Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch, Reismilch, Hanfmilch, Kokosmilch, Erbsenmilch, Cashewmilch, Lupinenmilch, jede Pflanzenmilch. Nur keine fremde Muttermilch. Lebt vegan, weil jede Mutter ein Recht auf ihr Kind hat und jedes Tier ein Recht auf seinen Körper hat. Tiere sind kein Eigentum und nicht unsere Sklaven. Veganismus bedeutet Gewaltfreiheit.